Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wo fangen wir an? Es ist soweit. Viele von euch, die diesen Channel seit kurzer Zeit verfolgen, können sich vielleicht noch daran erinnern, dass es immer mal Ecken gab oder ein Auto gab, das verpixelt war oder wo man nicht hat hinfilmen dürfen. Und heute ist es soweit. Dieses Projekt startet jetzt. Ich freue mich abartig darauf, denn bis jetzt haben die Recherchen ergeben, dass es sowas auf der ganzen Welt noch nicht gibt. Und da sind wir sehr stolz drauf und haben sehr viel Bock, sowas zu bauen. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also wir wollen auf jeden Fall nicht so lange herumreden. Die Stimmung muss natürlich ein bisschen steigen. Also hoffe ich, ihr bleibt brav alle dran und spult nicht einfach vor. Denn wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und lange vorbereitet. Ich fange an. Es geht los im Jahr 1994 und da muss ich was holen. Ich zeig's mal noch nicht. So, 1994 war ich knapp 5 Jahre alt. Mein Vater hatte damals die allererste Carrera-Bahn. Die einen oder anderen wissen noch, wovon ich rede. Das waren Autos, da konnte man Motoren tauschen, Reifen tauschen, Karosserien tauschen und da gab es ein Auto. So, und wenn ich mit dieser Carrera-Bahn gespielt habe und jemand anders, musste ich dieses Auto fahren. Was war das für ein Auto? Das war so ein Auto. Jetzt geht's. Er hat sich ein M1 Pro Car gekauft. Ich verrate nichts. So, ja, seit diesem Jahr, also 1994, da habe ich auch so langsam das Denken angefangen, habe ich was im Kopf und wollte immer was haben. Aber wie viele von euch wissen, ist es wohl eher schwierig, an sowas heranzukommen, geschweige denn bezahlt zu bekommen, muss man auch dazu sagen. Wir haben uns ewig Gedanken gemacht, dann kam da die Idee. So, und jetzt die Frage, es werden ja auch bestimmt Leute unter euch sein, die sowas vielleicht noch nicht gesehen haben oder live gesehen haben. Hast du schon mal M1 Pro Car live gesehen? Nee. Noch nie? Ein Pro Car nicht. Einen normalen M1? Normalen, ja. Echt? Ja. Okay. Da habe ich eine Idee. Ich habe da nämlich was. Moment. Das ist eine Karte. Die ist ganz besonders, diese Karte. Denn mit dieser Karte kommt man in eine für BMW-Liebhaber, in eine sogenannte Traumwelt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und in diese Traumwelt begeben wir uns jetzt mal. So Leute, wo sind wir? Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Hier nicht, da. Wir sind in München bei BMW und nicht nur einfach irgendwo in München, irgendwo bei BMW, sondern wir sind bei der BMW Classic. Und hier stehen Autos, da fallen euch die Löffel ab. Hier stehen Autos, Vorserienfahrzeuge, Prototypen, Autos, die es nie gab, Autos, die ultra selten sind, Autos, die 5 Millionen Euro kosten, Autos, die jeder gern hätte. Ich jedenfalls und ich glaube viele von euch BMW-Enthusiasten auch.
Ihr seht leider nicht, was hinter euch ist, aber ich sehe das und ich muss noch mal kurz... Johnny hat auch schon so ein bisschen das Grinsen im Gesicht. Hier stehen Autos rum. Ich sag's euch, wir dürfen leider nicht alles abfilmen, aber einen großen Teil, weil wir einen super tollen Kontakt zu demjenigen haben. Ich nenne jetzt einfach mal seinen Namen nicht, aber zu den Leuten von der BMW Classic, die uns das hier ermöglicht haben. Denn ich wollte euch ja jetzt einfach mal live dieses ganze Thema M1 näher bringen und warum und ja, um was es hier in diesem Projekt eigentlich geht. Wir gehen mal kurz ein bisschen weiter. Müssen nur, jetzt kommt gleich jemand. Müssen nur gucken, dass wir ja auch Kundenfahrzeuge und so weiter nicht drauf haben. Aber ja, das wird hier richtig brutal. Wir werden versuchen, vielleicht nochmal extra zu diesem Video ein anderes Video zu drehen. Allerdings, wie gesagt, ist es echt schwierig hier, weil das eine Art, ich will nicht sagen Hochsicherheitstrakt ist, aber schon so ein kleiner, schöner, geheimer Ort. Schwenkt bitte mal kurz nach rechts. Was ist das? Ja, das ist ein 635 CSI Gruppe A, ein damaliges originales Rennfahrzeug. Das ist so sexy, das haben ja auch einige schon gesehen. Ich habe ja auch mir einen E24 zugelegt. So, aber wir sind ja nicht wegen einem Gruppe A 635 CSI da, sondern wegen einem Auto, welches 399 Mal gebaut wurde, 277 PS hat und einfach nur rattenscharf aussieht. Und deswegen würde ich jetzt sagen, Johnny gibt noch mal ein paar Sekunden alles. Ich fühle mit euch. Ein brachial geiles Auto. Wer noch nicht drin ist, ich sage kurz euch ein paar Daten, Fakten, Zahlen. Es geht jetzt natürlich nicht um jede Schraube an diesem Auto, bloß um euch mal das bisschen näher zu bringen. Also der M1 ist der erste echte, wirkliche M, also der erste M, den überhaupt mal die BMW Motorsport GmbH in ihren jungen Jahren damals gebaut hat. 399 Stück an der Zahl, davon, also nicht von den 399, aber zusätzlich ein paar Procars, 40 bis 60, ich kann es euch leider nicht genau sagen, aber es waren nicht viele. Damals eines der mitunter schnellsten Seriensportwagen oder Sportwagen, die man kaufen konnte auf dem Markt. Ja, ultra spezielles Design, würde ich jetzt sagen. Also klar, wer sich so mal ein bisschen die Seite hier von dem Auto anschaut, gerade die Linienform hier so, wenn es in den Heckbereich übergeht. Dieses Auto wurde zusammen mit der Firma Lamborghini damals entwickelt. Countach und so weiter, Diabolo. Ihr werdet dieses Auto kennen, wir können es mal kurz einblenden. Sind auch diese Linienführungen teilweise wieder zu finden. Ja, ein sehr, sehr schönes Auto, Pressefahrzeug. Ich habe weiße Handschuhe an. Warum? Wir dürfen ihn anfassen und berühren und allein schon durch die Handschuhe ist das ein mega Gefühl. Ich bin auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen fertig, weil das hier, mich macht das hier einfach fertig. Hier hinter mir stehen Autos, ja, Vorserienfahrzeuge oder Prototypen, wie ich gerade schon gesagt habe. Das ist der Traum. Wenn du ein BMW-Fahrer bist, dann träumst du von diesen Autos, ja. Und natürlich, cool wie wir sind, dürfen wir uns jetzt immer in dieses Auto reinsetzen und das machen wir auch, gucken uns das mal kurz von innen an. Was ganz cool zu wissen ist, ausgestattet mit dem M88, also der Motorcode M881, war der allererste
rein 6-Zylinder von BMW mit 24 Ventilen, also 4 Ventilen pro Zylinder. Und ja, wer auch so in der BMW rein 6-Zylinder-Sache ein bisschen drin ist, weiß, dass ja hunderte Motoren danach auf diesem Motor aufgebaut haben. Genau, jetzt setzen wir uns mal rein. Ich habe Respekt vor diesem Auto und ich habe, weil ich wusste, was heute kommt, habe ich mir natürlich extra heute Socken angezogen, die keine Löcher haben. Also was ich merke, die Sitze sind extrem, wie soll man sagen, extrem, ich würde schon sagen schmal. Auch glaube ich, weil die Leute vor 30, 40, 50 Jahren ein bisschen schmaler waren als wir Menschen jetzt, aber trotz dessen, das ist Wahnsinn. Ihr müsst euch auch mal angucken, ich habe Schuhgröße 45. Jetzt, wenn der Johnny mal sieht, den Fußraum, wie dieses Brems- und Kupplungspedal, wie nah die aneinander sind mit Schuhgröße 45. Also ich berühre meine Füße hier gleichzeitig, wenn ich die Kupplung drehe, bin ich kurz davor, auch die Bremse zu berühren. Hier ist schon die Auflage für den Fuß links, der dann bei voller Fahrt natürlich stillsteht. Also ja, mega krass gebaut. Und was auch übel ist, guckt euch mal an, das Cockpit alleine hier zur damaligen Zeit, weil es ja ein Sportwagen und schon als reinrassiger Rennwagen gedacht war, einfach so Kreuzschrauben und so ganz, wie soll man sagen, ganz einfach gehalten, weil einfach diese pure Emotion bei dem Auto mehr auf Beschleunigung und Motor und Sound lag, als jetzt hier irgendwie mit Alcantara und Shishi umeinander zu machen. Aber finde ich mega geil. Ich bin auch wirklich eher so ein Freund von sportlicheren Fahrzeugen jetzt als Queen-Mobilen oder so. Ja, Auto hat 7.871 Kilometer drauf, also fast Neuwagen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin gerade so fertig, dass ich kann euch gar nicht groß jetzt noch was erzählen. Das ist einfach ein fast neuer M1 und einer der wenigen, die es wahrscheinlich auf der Welt noch gibt. Ja. Bleibt für immer ein Traum. Ich weiß nicht, was noch passiert, Johnny, aber erstmal ja. Genug geträumt. Kopf einziehen und raus. Okay, Leute. Ihr seht es an meinem Gesichtsausdruck. Ich bin mega happy. Stimmungsbarometer steigt. Denn so ein Original M1 ist mega. Aber wer uns kennt, der weiß, dass wir so ein bisschen motorsportaffin sind und auch so ein eigenes Rennfahrzeug haben. Und es gibt ja dann noch was mit 500 PS und Flammen aus dem Auspuff und 9000 Umdrehungen. Und dann haben wir uns gedacht, fragen wir mal die Jungs von der BMW Classic, habt ihr noch irgendwie sowas? So, was damals so mit M1 oder irgendwie? Ja, da gibt's was, so ein M1 Pro Car. Das brauchen wir. Und das haben wir. So, ich bin Feuer und Flamme für dieses Auto. Ein wunderschönes M1 Pro Car in der Piquet Edition. Eigentlich muss ich dazu nicht viel sagen, oder? Also alle, die jetzt sich nicht dafür interessieren, die sind eh schon komplett raus, aber ich denke, alle anderen sind Feuer und Flamme gerade. Genau. So,
also M1 Pro Car. Es gibt roundabout, plus minus, es wird immer darüber gestritten, ich sage mal 50 Stück. 500 PS mit dem M88-2, also der Motorcode 2 war die Motorserie oder Motorvariante in dem Rennfahrzeug. Dann nicht mit der Einzeldrosselanlage, sondern mit einem Flachschieber, um einfach mehr Leistung zu generieren. Und dem sogenannten Flammrohr, was ihr auch gerade gesehen und gehört habt. Endstufe. So, jetzt liebe Leute, guckt euch die Silhouette an. Auch mega einzigartig, gerade so die Region hier. Z1, der E26 in dem Fall, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, also der M1 basiert auf der Basis E26 oder E26, der interne Produktionscode. Ihr durftet jetzt fast live mit mir diesen wunderschönen M1 Pro Car anschauen. Warum sind wir eigentlich hier? Ja, weil dieses M1 Pro Car, der Ansporn oder ja, der Anstoß zu diesem Projekt war, ich habe eigentlich sowas gar nicht auf dem Schirm gehabt, wollte schon immer ein M1 Pro Car haben. Was ein M1 oder ein M1 Pro Car kostet, lassen wir es mal außen vor, unerreichbar aktuell. Ja, und da hatte ich dann Modellautos und Poster und immer überall war so ein M1 in meinem Leben. Und ja, gibt ja viele Autos, die man so ein bisschen faszinierend findet und man Träume auch haben darf. Und irgendwann auf der Essen Motor Show 2018 habe ich dann mit Alex gesprochen. Alex von der Tofu Garage wird euch auch noch vorgestellt. Und dann sagt er, ey, guck mal hier, du bist so ein BMW-Typ. Es gibt hier ein neues Kit, Bodykit für ein Fahrzeug. Da sage ich, ach du Scheiße. Das ist ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von irgendwas rangebasteltem und ja, aber diese Proportionen von diesem Auto mit diesem Kit zusammen sah so wahnsinnig aus, dass ich gesagt habe, das ist es, das bauen wir jetzt. Und was das ist, das seht ihr gleich. Und dann würde ich sagen, switchen wir zurück in die Werkstatt. Back from Munich. Ich hoffe, ihr habt die Fahrt überstanden und euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Jetzt spannen wir euch nicht länger auf die Folter. Have you the key to my heart? Nee, mitkommen. Kommst du mit? Ich komm mit. Vorsichtsstufe gleich. Let's go, Charlie. Oh, ist so kalt. So. Wir sind angekommen. Ja, endlich ist es soweit. Ich stecke jetzt den Schlüssel in dieses Schlüsselloch. Dann würde ich sagen, Film ab. Ja. Das ist nur der Anfang. Johnny, steig ein, Puppe. Wir fahren hoch. Da kam gerade das Nachbarskind. 96, 97 müsste es gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau. Der Max hatte damals ein Pumuckl-Fahrrad. Und meine Mutter hat damals bei BMW gearbeitet und da war dann der Chef oder der Niederlassung bei uns. Und
Ich hatte irgendwie meinen Mittagsschlaf gemacht, glaube ich, das weiß ich noch. Es war dunkel im Zimmer. Und dann bin ich aufgewacht und habe unten irgendwie so Menschen sprechen hören. Und das Erste, was ich gehört habe, zuhören, laut machen. Ist das geil? Ich könnte das 100 Jahre machen. V12, Alter. 5 Liter V12. Damals haben sie sich noch gedacht, Mensch, Euro 2, was machen wir da? Ich könnte diese alten Autos, ne, und diese Philosophie, die damals, da wurde noch richtig so, wir brauchen was Geiles, was Großes, der Motor, der muss, weißt du, was ich meine? Ja. Die haben noch so richtig, weißt du, da war noch keiner, der gesagt hat, aufpassen, ne, Euro 7, die Temp und der OPF, da muss aber wirklich. So, jetzt schauen wir mal in die Werkstatt. Hier ist das Nachbarskind übrigens. Rudi, du hast wenig Luft im Reifen. Was? Was? Was ist, du Hund? Du fährst auf der Felge. Das kann gar nicht sein. Ja, dieses Auto ist wirklich... Ja gut, Fensterheber geht noch. Dieses Auto ist fertig. Dieses Auto ist wirklich fertig. Guck dir das an hier, Johnny. Das ist... ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal rein in die gute Werkstatt und dann gucken wir mal genauer. Ja, nicht so nah, Johnny. Ich brauche wegen meiner Privatsphäre auch. Okay, also passt auf, Leute. Das war der billigste Achter. Ich würde sagen, fast in ganz Europa. Das Auto hat 12 Vorbesitzer. 10 davon kann ich den Nachnamen oder beide Namen nicht mal aussprechen. Das Auto hat einen unfassbar schlechten Lackzustand, einen kompletten Hagelschaden. Wirklich über das ganze Auto, sehr schön. Wir fangen einfach mal bei der Front an. Spaltmaße passen nicht, egal wo, die passen nicht mal vom Spiegel zu sonst irgendwas. Die Frontstoßstange wurde wahrscheinlich schon 10-mal lackiert, ist auch hier leider die Nase gebrochen. Die Nieren sind kaputt, das Emblem ist kaputt, hier ist Spachtel, Dreck, was weiß ich was. Der hat an allen Radkästen Rost. Was ist noch? Ja, die hinteren Fenster, hier lösen sich, man sieht jetzt hier, auf der anderen Seite ist es noch schlimmer, die Dichtungen. Die hinteren Fensterheber gehen auch so gut wie gar nicht mehr, die vorderen noch so ein bisschen. Er hat ein Schiebedach, das undicht ist. Die Heckscheibe ist komplett gesprungen und auch hier unten, wie man sieht, ist der Kleber schon undicht, also da tritt Feuchtigkeit ein. Was ist noch sehr schön, also der hatte auf jeden Fall mal einen Heckschaden oder 6 Heckschäden, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das Heckblech wirklich stark verformt. Die Heckklappe hat starken Rost. Ich glaube, die Antenne ist entweder im Nachhinein hineingekommen oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist sie auch komplett gerostet. Dann hat er einen Seitenschaden hier links, also das ganze Seitenteil ist verzogen, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, deswegen sieht es auch hier sehr komisch aus. Der Radkasten unten innen ist durchgerostet. Ich kann euch auch mal ein Stück frischen Unterbodenschutz von den letzten 12 TÜV-Untersuchungen hier rausreißen. Ich kann auch hier, seht ihr, mit der Faust in den Schweller reinfassen. Genau, das sieht auf der anderen Seite auch so aus. Ja, der ist rundherum angefahren, der Reifen ist jetzt platt, sehe ich gerade, die Dämpfer sind ausgelaufen, der Motor süfft Öl. Es hat wohl mal auch jemand Zucker in den Tank gekippt, das hat mir der Vorbesitzer gesagt. Der lief auch mal irgendwie nicht so gut, aber dann haben die immer richtig reingetreten, hat er gemeint, und dann ging es irgendwann wieder. So, das ist war wirklich so. Das hat er beim Verkaufen gesagt. Okay. Da haben wir einfach reingetreten, das war, also kein Deutscher auf jeden Fall. Ja genau, hier sieht man es auch, da löst sich das hier. Zum Innenraum, also die Sitze sind komplett fertig, durchgesessen, da funktioniert auch die Hälfte der Verstellung nicht mehr. Das Lenkrad ist aufgerissen, der Himmel komplett kaputt, das Schiebedach funktioniert wohl auch nicht mehr. Die komplette Mittelkonsole fliegt auseinander, der Schaltknopf ist kaputt, das Radio funktioniert nicht, der Teppich da unten ist komplett eingerissen. Aber was lustig ist, du machst ihn an, also das Auto geht an, das Getriebe funktioniert, und der fährt so halbwegs. Ganz geil auch beim Achter zum Öffnen der Haube. Die 2 Hebel hier reindrücken. Und da haben wir ihn. Unser Prachtstück. Unser Leistungswunder. Schön V12. 5 Liter Hubraum. So viel dazu. Dieses Auto
ist wirklich in einem abnormal schlechten Zustand und anhand der letzten Videos oder auch zum Beispiel von unserem Alpina müsstet ihr wissen, dass sowas absolut nicht mein Fall ist und ich mir sowas nicht ohne Grund kaufe, denn ja, da wird einiges passieren an diesem, also oh Gott, macht euch auf was gefasst, also viel wird dann immer übrig bleiben. Dieses Auto, wer wohl hätte ich ihn nicht gekauft, für teuer Geld, ihr glaubt nicht, was der gekostet hat, aber der hat 6.500. Ja, es tut auch, muss ich wirklich kurz in mich gehen, ja. Dieses Auto hat 6.500 Euro gekostet. Naja. Ich habe übrigens nicht mal einen Fahrzeugbrief dazu. Aber er ist auf jeden Fall nicht gestohlen, das hat er mir versichert. Ja. Warum habe ich dieses Auto gekauft? Ganz einfach. Weil wohl keine Schraube mehr an diesem 8er Original bleiben wird. Dieses Auto wäre wohl, hätte ich ihn nicht gekauft, ja, in der Presse gelandet oder, naja, egal, ich weiß nicht, was jemand damit gemacht hätte. Der stand nämlich auch ziemlich lang zum Verkauf und mit Sicherheit hat auch der ein oder andere von euch dieses Auto mal gesehen. So, jetzt habe ich das Vergnügen mit diesem wunderschönen 8er. Okay, ich gebe mal 1-2 Tipps fürs nächste Video, denn viel wird jetzt hier nicht mehr kommen. Ich werde nur gleich noch jemanden anrufen, das seid ihr auch live dabei, um mal so ein bisschen was zu besprechen. Aber ich sag mal vorab, also unter 600 bis 800 PS Handschalter mit gesperrter Hinterachse geht hier gar nichts. Jetzt rufen wir mal jemanden an und vielleicht ergibt sich für den einen oder anderen auch schon ein Sinn dahinter, warum ich mit dem M1 angefangen habe. Ja, Hallo? schönen guten Tag, was kann ich für dich tun? Folgendes. Es geht diesmal nicht um ein Gejammere mit einem Skyline oder einer Supra, sondern es ist soweit. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wir waren auf der Hast du Eier wachsen lassen? Ich habe meine Eier wachsen lassen, ja. Wir waren auf der Was Essen. zerschneiden war? Ja, jetzt hast du schon viel verraten. Also, wir waren doch auf der Essen Motorshow 2019. Abends mal, ich glaube, das müsste der Samstag oder der Freitag gewesen sein, in so einem Sushi-Restaurant. Richtig. So, da waren wir 15 Mann an einem Tisch gesessen. Dein Vater gegenüber und Ja. noch 1-2 andere nette Kollegen. Und da haben wir doch die ganze Zeit über irgendwas gefachsimpelt und was man unbedingt Ja. machen muss und wie geisteskrank Ja. das ist. So, Ja, und Mach jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir es. okay. Ja, jetzt habe ich hier nämlich gerade so einen schwarzen E31 850i stehen und Ja. Live in diesem Video wollte ich dir jetzt ja, den Startschuss geben, um etwas zu bestellen, für das mich wahrscheinlich einige steinigen werden und andere lieben. Ach, mach dir keine Sorgen drum, ich wurde schon so oft gesteinigt für meine dummen Ideen, das wächst sich raus. Ja, ich denke auch. Ja, Okay. ich hab noch nicht verraten, also Leute wissen jetzt, dass ich gerade mit dem Alex von der Tofu-Garage telefoniere, aber ich habe noch nicht verraten, was du mir bestellst, aber ja, klar. Also Wink mit dem Zaunfall ist es, aber ich schreibe gerade die E-Mail während wir... Okay? Okay. Dann würde ich sagen, du rufst in Japan an und im nächsten Video geht's dann richtig ab. Okay, ja, mach ich so. Ich schick dir gleich die Rechnung. Danke dir. Gerne. Bis Brauchst du dann. wirklich? Ziehst du durch? Ich meine, ich rufe zum Spaß an. Ja, okay, dann auf geht's. Denkt doch nicht wahr. Ja, hast schon bestellt, ne? Ja, E-Mail ist jetzt raus. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir hiermit das Video. Du darfst zu meiner kleinen Community Servus Ade sagen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss! So. Hallo, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video.